zu euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute kann ich mich anständig ins Zeug legen, denn heute möchte ich Ihnen in der Videoreihe unsere Hunde, gleich 7 Hunde an der Zahl, präsentieren. Die glorreichen 7. Ja, es geht hier heute um die Dogo Argentino Hündin Amy, um den Dogo Argentino American Staffordshire Terrier Mix Rüden Sparky, um den Miniatur Bull Terrier Rüden Bullet, um den rumänischen Straßenhund Rüden Gruffi, um den Standard Bull Terrier Rüden Joker, um den Dobermann Rüden Fiete und um den Rottweiler Mastino Mix Rüden Captain. Ja, Anna und Alex leben mit diesen 7 Hunden zusammen in Deutschland. Alex, der ein großer Fan von Molosser und Bull Terrier ist, arbeitet nebenberuflich im Tierheim und ist außerdem Hundetrainer. Ganz genau so wie seine Lebensgefährtin Anna. Schauen Sie, da ist ein funktionierendes Zusammenleben. Mit 7 Hunden viel Gefühl, Wissen und eine Riesenportion an Management benötigt, ist eine ganz klare Sache. Und ganz besonders dann, wenn es sich dabei um körperlich wirklich starke Hunde, von welchen einige verhaltenstechnisch nicht ganz einfach sind, handelt. Und das ist hier der Fall. Ja. Sehen wir uns das mal etwas genauer an. Nun, während Sparky der Dogo Staff Mix, Amy die Dogo Argentino Hündin, Fiete der Dobermann und Captain der Rotte Mastino Mix dauerhaft zusammen sind, wartet zum Beispiel Gruffi, der rumänische Straßenhund, welcher erst eingezogen ist, in seinem eigenen Zimmer, wenn Anna und Alex nicht da sind. Doch kann er die anderen immer sehen, denn vor der geöffneten Zimmertür ist ein Gitter. So ist es auch mit den beiden Bull Terriern. Joker, der Standard Bull Terrier, kann unter Aufsicht mit den 4 dauerhaft zusammenlebenden Hunden herumtollen. Bullet, der Miniatur Bull Terrier, darf das aktuell nur mit Sparky, dem Dogo Staff Mix. Aber für Bullet ist das ein riesen Schritt, denn dieser Hund galt als völlig unverträglich mit Artgenossen. Alleine bleiben ist aber eine Seltenheit bei den 7. Da sowohl Anna wie auch Alex im Tierheim arbeiten, nehmen sie zumeist alle dorthin mit. Als Training für die Hunde gilt der Alltag. Allerdings wird sich hierbei auch regelmäßig Zeit für jeden Einzelnen genommen. Und ich würde sagen, gehen wir mal etwas detaillierter in jeden Einzelnen ein und beginnen wir gleich mal mit Amy, der Dogo Argentino Hündin. Ja, sie kam über die Dogo Argentino Nothilfe zu Anna und Alex. Und bis dahin hatte sie überhaupt kein gutes Leben. Viel zu jung kam sie über einen illegalen Welpenhandel nach Deutschland, wo sie mit 8 weiteren Hunden in einer kleinen Wohnung gehalten wurde. Höchstwahrscheinlich wurde die Amy dort auch zwangsverwahrt, vermuten Anna und Alex. Schnell zeigte sie Aggressionsverhalten den anderen Hunden gegenüber, ist kein Wunder bei dieser Haltung. Ja. Wurde deshalb in einen kleinen Raum verfrachtet und durfte sich nur am Balkon entleeren. Es gibt schon wahnsinnige Leute. Ja. Aufgrund mehrfacher Misshandlungen ihrer Besitzer biss sie schließlich zu, recht hat sie. Dann wurde sie zu ihrem Glück weggegeben. Ja, mit 2,5 Jahren zog sie bei Anna und Alex ein. Natürlich hatten die beiden mit Amy eine psychische Baustelle vor sich. Und seit 6 Jahren arbeiten sie nun mit dieser schönen Hündin, die mittlerweile 8,5 Jahre alt und eine coole, witzige Dame ist. Klarerweise ist sie nicht zu 100% themenfrei, ist verständlich. Ja. Doch sie wurde zu einem wichtigen Bestandteil und einer großen Hilfe beim Training mit den anderen Hunden und läuft problemlos in der Vierergruppe mit den anderen mit. Ja, tolle Hündin, Amy. Sparky, der Dogo Argentino M-Staff Mix, ist 9 Jahre alt. Er war der kleinste und schwächste Entwurf eines Staff-Mädchens. Sparky wurde mit 9 Wochen von Anna und Alex übernommen und schnell stellte sich heraus, dass er unter atopischer Dermatitis leidet. Das ist eine verdammte Hautgeschichte, ich kenne das, auch Vito hatte das. Egal welches Futter er zu sich nahm, er kratzte sich regelmäßig blutig. Ja. Er musste schon früh mit Cortison behandelt werden, das ist ebenfalls Wahnsinn. Für einen jungen Hund, da hängt ja viel dran. Nicht nur Harndrang und so weiter, Sie wissen schon. Ja. Er wurde begleitend dazu sehr dünn und war nur noch Haut und Knochen. Doch nach unzähligen Tierarztbesuchen wurde es durch Zugabe von Apoquel, ich schwöre hierbei auf Zytopoint, und Spezialfutter viel besser, aber nicht zu 100% gut. Sparky war immer witzig und frech,
zeigt er aber deutliche Anzeichen von Aggressionsverhalten in verschiedenen Situationen. Doch Anna und Alex arbeiteten da sofort dagegen und hatten dieses aufkeimende Feuer dann schnell gelöscht. Heute ist Sparky ein souveräner Rüde, welcher sich mit Mensch und Hund sehr gut versteht. Er liebt es, vor dem Kamin zu liegen und kriecht auch gerne unter die Decke. Und er ist der Einzige, der mit dem Miniaturbully Bullet zusammenlegen darf. Ja. Sehen wir uns mal Gruffi, den rumänischen Straßenhund, an. Ebenfalls eine Wahnsinnsgeschichte. Ja. Ich besitze ja mit Vita selbst einen rumänischen Straßenhund und weiß, was sich dort unten mit Hunden abspielt. Irre. Also, Gruffi ist 4 Jahre alt und saß 3 Jahre ein. Nach 7-stündiger Fahrt mit viel zu kleinem und mit Kabelbinder verschnürten Maulkorb, der ihm Entzündungen rund um den Bereich des Fanges bescherte, ich meine, das ist krank, kam er im Tierheim bei Anna und Alex an. Na, sofort zog er sich zurück und musste narkotisiert werden, damit man ihm den Maulkorb abnehmen konnte. Ja. Denn beim Versuch, das zu tun, wurde er panisch und begann, um sich zu beißen. Ja, das kann man solchen Hunden nicht verdenken. Ja. Alles war entzündet, es ging also auf zur Wundheilung, ja, aber das war nicht so einfach. Ihn hierbei einfach anzufassen war ohne Maulkorb nicht möglich, also folgte langes Maulkorb-Training, denn in diesen einfach aufzusetzen, plädierte Gruffi mit hysterischen Angriffen. Ja. Heute ist Gruffi ein Hund, der sehr deutlich zeigt, von wem er was hält. Also eine ehrliche Haut, sagen wir in Wien. Hat er Vertrauen zu einer Person, ist er völlig friedlich und unternehmungslustig. Vertraut er jemandem nicht, dann beißt dieser Hund ernsthaft zu. Doch eigentlich ist er oft ein Hund, der mit seinen Menschen Spaß am Leben hat. In vielen Situationen die Urtümlichkeit der Straßenhunde zeigt, ja, und unter Aufsicht darf er auch mit der Gruppe laufen. Nun zum Miniaturbullterrier Bullet. Der ist ebenfalls ein etwas besonderer Hund. Ja. Er ist heute 3 Jahre alt. 2 davon verbrachte er im Tierheim. Bereits im Alter von 5 Wochen zeigte er und seine Brüder schweres Aggressionspotenzial gegenüber anderen Hunden. Liebe Zuseher, schauen Sie. Bullet entstammt einer Welpenvermehrungsfabrik. Solche Leute scheren sich einen Dreck um Wesensvererbung. Ich habe derartige Dinge schon so oft in meinen Videos angesprochen. Hüten Sie sich vor solchen Leuten. Hier erhalten Sie oftmals Hunde, die eine Rasse darstellen, welche aber absolut überhaupt keine typischen Charaktermerkmale dieser Rasse vorzeigen, schon von klein auf nicht. Das hat alles einen Sinn, ja, weshalb ich sage, sehen Sie sich beim Erwerb eines Rassehundes um seriöse, ernsthafte Züchterung. Das hat ja alles einen Sinn, wenn ich das sage. Bullet ist hier ein gutes Beispiel dafür, möchte ich mal sagen. Ja. Bullet hat bei seiner ersten Vermittlung, ja, gleich mal seine Ahnen zum Vorschein kommen lassen und 3 Dobermänner auf einmal durchs Haus geprügelt. Nun, hier möchte ich sagen, dass er dabei Glück hatte, denn wäre er auf die falschen Dobermänner getroffen, bezweifle ich, dass er 3 Jahre alt geworden wäre. Ja. Ist so. Ja. Nochmalige Weitervermittlung und dabei völlig falsches Training formten diesen Hund zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem Wesen, das in jedem Spaziergang den Marsch in die Schlacht gesehen hat, denn der war ständig nur mehr auf Streit aus. Ja? Und als Anna und Alex ihn bekamen, galt er als absolutes, unverträglich mit Hunden. Also sie beschrieben hier diesen Hund als Hund, der ständig und dauernd den Kick draußen suchte. Ja, wie gesagt, nochmal, ich betone das so oft, wenn ich über derartige Hunderassen spreche. Wenn man sich solch einen Hund holt, ja, dann muss man wissen, was auf einen zukommen kann. Diese Hunde neigen zu gewissen Eigenschaften. Wenn die dann vielleicht noch aus unseriösen Züchterkreisen stammen, dann kann ihnen sowas schnell mal passieren. Ja. Und wenn die dann abrutschen, sind die alles andere als einfach zu halten, einfach zu führen und landen dann in Tierheimen. Also es hat ja immer einen Grund, wenn ich das sage. Bei Bullet, also Bullet ist zum Beispiel hier ein sehr gutes Beispiel, möchte ich sagen. Ja. Also mittlerweile ist es so, dass er schon friedlich neben Sparky zusammenliegen kann. Allerdings ist noch lange nicht daran zu denken, ihn in der Gruppe mitlaufen zu lassen. Ja, also ob man diesen Bullet irgendwann mal noch wirklich so weit umdrehen kann, dass er mit der Gruppe mitlaufen kann, puh, ja, das ist die Frage. Ja.
Ich möchte das fast bezweifeln, denn die Kampfeslust scheint ziemlich weit fortgeschritten bei diesem Miniatur-Bull Terrier zu sein. Ja. Aber ich wünsche euch, liebe Anna und lieber Alex, viel Glück, toi toi toi, bei der Arbeit in diese Richtung mit Bullet. Ja, der nächste Hund wäre dann Joker, der Standard Bull Terrier. Und der saß 2,5 Jahre lang im Tierheim. Wurde erstmalig als Instagram-Status-Symbol angeschafft und entwickelte sich unter diesem Besitzer zu einem gegenüber Artgenossen unverträglichen Hund, der auch nicht davor zurückschreckte, Menschen anzugreifen. Auch mit ihm gingen es Anna und Alex gekonnt an. Unter Aufsicht läuft er mittlerweile mit den anderen zusammen. Allerdings muss man dabei immer auf seine Stimmung achten. Wie viele Bullis mag er es auch nicht, rauszugehen, wenn es regnet. Ich kenne das von Paco, dem Bull Terrier meiner Eltern, auch der hasste es, wenn es regnete. Ja. Heute ist Joker 4 Jahre alt und ist weiterhin dabei zu lernen. Wieder so ein Beispiel. Der Hund wurde als Statussymbol, als Instagram-Statussymbol von irgendeinem Wahnsinnigen erworben, der ja dann nicht wusste, wie er mit diesem Hund umzugehen hat. Und im Endeffekt haben sie einen kämpfenden Bull Terrier, der nicht nur Hund, sondern auch Menschen attackiert. Und Treffer sind immer die Leute, welche sich aus vernünftigen Gründen, ja, und mit gutem Wissen zum Thema Bull Terrier einen dieser Hunde besorgen. Die sind dann Treffer. Ja. Ja, ist so. Also so etwas macht mir dann immer zornig, wenn ich sowas lese. Ja. Denn der Bull Terrier generell, wenn dieser Hund aus vernünftiger Zucht stammt, wenn dieser Hund vernünftig gehalten und vernünftig erzogen wird, dann möchte ich jeden Bull Terrier als charakterlich sicherer als jeden Cocker Spaniel bezeichnen. Ja, und dahinter stehe ich, hinter dieser Meinung. Felsenfest. Ist so. Aber man sieht ja, was rauskommen kann, ja, bei solchen Dingen. Treffer sind dann die Leute, die diese Hunde auf vernünftige Art und Weise halten, und Menschen wie Anna und Alex, die versuchen, diese Hunde wieder umzudrehen. Ja. Hellhound Foundation und so weiter. Ja. Gut. Jetzt sehen wir uns mal Fiete den Dobermann an, und auf den bin ich etwas beleidigt. Das sage ich gleich. Sie werden dann gleich drauf kommen, weshalb. Das ist der einzige Hund von Anna und Alex, welcher vom Züchter stammt. Und jetzt passen Sie auf, Fiete ist super, super freundlich, vielleicht zu freundlich zu Menschen, und er besitzt absolut keinen Wachtrieb, und deswegen bin ich auf ihn beleidigt, denn Fiete fällt mir in den Rücken. In allen Videos, wo es um den Dobermann geht, behaupte ich, das wäre der beste Wachhund der Galaxie, der beste Wachhund des Universums, und dann sowas? Danke, Fiete, vielen Dank. Ja, nein, schauen Sie. Das ist natürlich eine individuelle Geschichte. Wie bei allen Hunden, hier kommt einer meiner Lieblingsbegriffe zum Tragen: Individualität. Dobermänner sind nach wie vor die besten Wachhunde der Welt. Fiete ist es halt nicht, aber generell sind Dobermann exzellente Wachhunde. Dabei bleibe ich. Ja, zurück zu Fiete. Wo sind wir? Ja, Fiete verträgt sich mit allen. Ja. Ist der beste Kumpel von Captain, der gleich kommt. Muss aber oftmals in seiner stark ausgeprägten Triebigkeit gebremst werden. Ja, Dobermänner, Triebigkeit. Wenigstens das bestätigst du mir, Fiete. Captain, der Rottweiler Mastinomix ist mit knapp 11 Monaten der jüngste der Gang. Captain wurde von seiner sichergestellten trächtigen Rottweiler Mutter im Tierheim geboren und im Alter von 9 Wochen von Anna und Alex adoptiert. Er wurde von Beginn an bestens sozialisiert und läuft problemlos in der Gruppe mit. Auch gegenüber Menschen verhält er sich äußerst höflich. Allerdings erwachen seine Ahnen in ihm, wenn sich fremde Menschen zu sehr dem Zaun nähern. Doch das ist aktuell alles noch etwas mehr Schein als Sein. Denn in Wirklichkeit weiß dieser 60 Kilo schwere Junghund noch gar nichts von seiner Power. Denn Tauben und Hühner knöpfen ihn schnell mal alles an Schneid ab. Ja. Generell entwickelt Captain sich prächtig, er ist ruhig und entspannt, Provokationen von anderen Hunden prallen völlig an ihm ab. Weiter so, Captain. Ja, liebe Zuseher, Gesamtfazit. Huiuiuiui. Ich möchte fast behaupten, dass Anna und Alex eine Hellhound Foundation Light darstellen. Ja, schauen Sie, viele Hunde haben Glück, dass es Menschen wie Anna und Alex gibt, dass es Institutionen wie die Hellhound Foundation gibt, und es gibt auch etwas Ähnliches jetzt schon mittlerweile in Österreich, hat glaube ich auch einen ähnlichen Namen. Die packen da an, die Leute, wo für die meisten schon absolut Schluss ist, auch für mich, ich gebe es ehrlich zu. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, auch
nicht mit einem wirklich starken Partner an meiner Seite. Oder ob ich das schaffen wollen würde. Ja. Ich bin hier zum Thema Zusammenleben mit dem Hund vielleicht etwas zu verweichlicht oder zu verwöhnt. Für mich sieht das Zusammenleben mit dem Hund eigentlich hauptsächlich so aus, dass ich mich jeden Tag darauf freue, mit meinem Hund irgendwie schöne Dinge zu erleben. Doch ich bin mir sicher, dass im Fall von Anna und Alex das Thema Kampf mit dem Alltag eine große Rolle spielt. Ja. Auch Anna und Alex werden mit diesen 7 Hunden herrlich wunderschöne Dinge erleben, gar keine Frage. Aber das Thema Sorgen und Kampf spielt hier mit Sicherheit eine große Rolle. Ich wäre dazu, glaube ich, nicht bereit. Nochmal, ich möchte behaupten, viele Hunde können sich glücklich schätzen, dass es Leute wie Anna und Alex gibt. Ich ziehe mit höchstem Respekt meinen Hut vor euch. Ja, ist so, das meine ich todernst. Ist so. Nicht jeder schafft so etwas. Ja, und ihr seid wirkliche Leute, die an der Front stehen. Bei so etwas. Ja, schauen Sie, es sind hier in jeden Hund jetzt einzeln einzugehen, ist mir fast unmöglich. Ich meine, es ist möglich, aber ich möchte das eher grob ankratzen. Aber man sieht, zum Beispiel, jetzt mit was beginne ich? Beim Beispiel der Bull Terrier sieht man, was mit diesen Hunden geschehen kann, ja, wenn sie aus völlig falscher Zucht kommen, wenn sie völlig falsch gehalten werden. Die sind dann Kandidaten für Leute wie Anna und Alex darstellen oder die Hellhound Foundation, wenn es noch ärger wird und so weiter. Viele Menschen kommen dann mit diesen Hunden nicht mehr zurecht und geben sie weg. Das ist der Grund, weshalb ich so oft sage, Selbsteinschätzung ganz wichtig. Einlesen in die Materie, befassen Sie sich mit dem Thema Hund. Kein Hund sollte ein Statussymbol darstellen und so weiter und so fort. Ich habe das schon unzählige Male in meinen Videos gesagt und das sage ich nicht nur so. Das ist der Grund. Der Grund, warum ich das sage, ist, um Dinge, wie sie hier geschehen, ja, zu verhindern. Das ist doch ganz speziell der Grund der Existenz meines Kanals. Ich möchte in meinen Videos Botschaften verbreiten, die vielleicht dazu beitragen, dass Hunde in Zukunft bessere Plätze finden und Leute, die sich Hunde holen, mit ihren Hunden ein schöneres Leben führen, ja? Und nicht Probleme mit ihren Hunden haben und die dann weggeben müssen in ein Tierheim und so weiter. Ja? Ja, also das war das Beispiel bei den Bull Terriern. Das Beispiel mit der Grufi, dem Straßenhund. Viele Straßenhunde sind höchst kompliziert. Auch mein Hund ist höchst kompliziert und wesenstechnisch sicher der komplizierteste aller meiner Hunde, die ich bis jetzt besessen habe, Vito. Auch ein rumänischer Straßenhund. Kommt nicht jeder damit klar. Viele Menschen handeln hier aus Mitleid und holen sich einen Straßenhund aus dem Osten und sehen dann, dass dieser Hund zu anspruchsvoll für sie ist und geben ihn wieder her. Das sind dann Wanderpokale. Diese Hunde gehen wieder ins Tierheim, werden wieder genommen, kommen wieder zurück und so weiter. Ja, das ist oft ein Teufelskreis. Ja. Also das war das Beispiel mit dem rumänischen Straßenhund. Grufi. Das Beispiel jetzt mit Captain und mit Fiete, mit dem Dobermann und dem Rote Mastino Mix. Beide Hunde bei Anna und Alex groß geworden und von Anfang an von beiden erzogen. Sehen Sie sich diese beiden Hunde an. Tolles Sozialverhalten, tolles Wesen generell. So sieht das dann aus, wenn Hunde anständig erzogen werden, nicht wesenstechnisch gerettet werden müssen. Ja. Also Fiete, auf dem ich etwas beleidigt bin, ja na, der ist schon okay. Ist halt ein etwas, wie soll ich sagen, ein etwas, ja, vielleicht hat seinen Dienst noch nicht angetreten oder wird ihn vielleicht auch niemals antreten, aber hält halt nichts von der Sache des Bewachens. Er hat ja genug Rassebrüder, die das für ihn tun. Ja, aber Fiete, ein toller Dobermann, tolles Wesen, absolut problemlos. Captain, der 60 Kilo schwere Rote Mastino Mix, ein Gigant, aber tolles Wesen. Ja. Also so sieht das dann aus, wenn Hunde bei Anna und Alex von Beginn an aufwachsen. Ja. Also, unterm Strich, mein allerhöchster Respekt vor euch beiden, Anna und Alex. Es war mir eine Ehre, diese 7 hier präsentieren zu dürfen. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg beim Arbeiten mit dieser Gang, mit den glorreichen 7. Sollen alle eure Wünsche in diese Richtung in Erfüllung gehen? Ja, viel mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Nochmal Hut ab und liebe Grüße nach Deutschland. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.